Hallo und herzlich willkommen hier auf unserem Videokanal vom Outpost One. Heute möchte ich euch nochmal wieder in unsere Scale-Ausstellung entführen. Da sind wir jetzt mit Hochdruck dabei, sie zumindest für den ersten Teil für unsere Eröffnung vorzubereiten. Seit dem letzten Mal ist einiges dazugekommen. Wir haben inzwischen hier in der oberen Etage, das ist der Teil, der jetzt dann vor der Eröffnung steht, die Wüstenstadt nachgebaut. Ihr kennt die Bilder oder Videos sicherlich noch mit einem Zustand, wo noch alles sehr grob war. Inzwischen haben wir die Oberflächen gestaltet, haben das Weathering gemacht und fangen jetzt mit den ganzen Details an. Hier eine Röhre und da ein Griebli und nun wächst es dann sozusagen immer weiter. Und das ist ja das Schöne, diese Details, das kann man natürlich ja, auf ewig so fortfahren und die ganze Welt hier wachsen lassen. Hier stehen wir zum Beispiel vor unserer Cantina Bar. Das ist ein wirklich mega toll gelungenes Modell, das der Jens aus Hamburg für uns hier beigesteuert hat. Eine ganz tolle Arbeit, bei der ich mich an der Stelle auch noch mal sehr bei ihm bedanken will. Jens hat auch einige der anderen Gebäude, die wir hier in unserer Wüstenstadt zeigen, gebaut. Wie ihr seht, mussten wir an der Oberfläche etwas machen. Das hat damit zu tun, dass zu diesen Gebäuden von Jens dann natürlich auch die von uns selbst gebauten Gebäude dazu kamen. Die müssten natürlich alle sozusagen vereinheitlicht werden. Und da wir uns dann ja im Laufe der Zeit dazu entschlossen hatten, dieses große Diorama begehbar zu machen, sodass man sozusagen wie ein Riese durch die Wüstenstadt gehen kann, durch die Gebäude durch, mussten wir natürlich auch eine entsprechend harte Oberfläche haben und ein Material verwenden, das dann eben auch Stöße und so etwas ja, dann gut wegstecken kann, ohne dass es gleich kaputt geht. Das war natürlich eine Herausforderung, das so zu gestalten, dass die Besucher tatsächlich durch die Straßen des Raumhafens sozusagen schreiten und gehen können, sich alles ganz genau im Detail anschauen. Ja, das werdet ihr dann gleich sehen, was wir da gemacht haben. Ich hoffe, der Look gefällt, den wir dann jetzt gewählt haben, und dann würde ich euch einladen, mit mir hier einmal ja, durch unseren ersten Abschnitt der Scale-Halle zu schreiten. Hier befinden wir uns auch schon inmitten der Gassen von unserer Wüstenstadt, in der wir viele kleine Geschichten präsentieren können. Hier seht ihr unsere Gebäude, die Oberfläche, wie wir sie gestaltet und bemalt haben. Da kommen natürlich noch weitere Verwitterungen und Details auf die Außenhaut zu. Und besonders glücklich, muss ich sagen, bin ich auch mit unseren Hintergründen, denn das war eine ziemliche Herausforderung, die so zu gestalten, dass das auch tatsächlich einigermaßen überzeugend in unsere Umgebung sich einfügt. Das ist mit Banner natürlich nicht so einfach. Christian, ein guter Freund von uns, der die Grafiken für uns erstellt hat, hat sich wirklich bemüht und alles gegeben, um ja, die Raumerweiterung für uns so optimal wie möglich umzusetzen. Dazu ist dann der Abstand der Gebäude zu beachten, der virtuelle Kamerawinkel und die Höhe bei 1:6, das muss natürlich alles berücksichtigt werden. Und ich muss sagen, ich bin total happy mit dem Ergebnis. Vielen Dank nochmal, Christian, für deine tolle Arbeit, und ich denke, das Ergebnis kann sich doch sehen lassen. Ja, und jetzt treten wir sozusagen in den spaßigen Teil ein, wo wir die ganzen Details hier in unserer Wüstenstadt verarbeiten. Zum Beispiel allein die Türblätter mit den Türrahmen oder irgendwelche Generatoren, Boiler, oder wenn wir hier zum Beispiel diese coolen Kanister mit dem Weathering, alles schön auf alt gemacht, uns angucken. Ja, und so kann man dann jetzt anfangen, hier in unserer Stadt alle möglichen kleinen Geschichten zu erzählen, die es dann hier und da für die Gäste zu entdecken gibt. Auch in unserer Hangarbucht 94 sind wir sehr gut vorangegangen. Wie ihr seht, der Falke steht jetzt an dem Ort, an dem er dann auch seine Endposition gefunden hat. Jetzt fangen wir auch hier an, die ganzen Details zu installieren, Lampen, Leuchten, Boiler und alles, was hier reingehört. Die Putzarbeiten hat Lukas hier für uns gemacht. Eine mega Arbeit, würde ich sagen. Ich glaube, mehr geht nicht. Und ich glaube, selbst in dem Video kann man vielleicht sehen, was das Besondere an diesem Maßstab 1:6 ist, nämlich, dass es zwar auf der einen Seite Miniaturen sind, aber auf der anderen Seite immer noch begehbar ist. Man kann rein einen eigenen Eindruck sich machen und bekommt
Das war ja auch die Idee für unsere Life-Size-Ausstellung, dass wir dieses auch auf unsere 1:6-Ausstellung übertragen. Das Gefühl, ja, mittendrin zu sein und einzutauchen. Das, denke ich mal, ist wirklich gelungen. Und wenn man hier um die Ecke schreitet und in diesen Hangar reingeht und ja, um den Falken rumläuft, dann hat man doch ein ganz besonderes Erlebnis hier. Ich hoffe, dieser Ausflug hat euch gefallen und seid gespannt, wie es weitergeht. Ich bin es selbst auf jeden Fall, denn auch für mich ist es immer wieder eine Überraschung, wie sich das hier weiterentwickelt, wenn eins zum anderen kommt, wenn sich die Dinge, die man so vor Augen hatte, zusammenfügen und eben Menschen zusammenkommen und jeder sich mit seinen Leidenschaften und Ideen einbringt, dann ist das eine Abenteuerreise und es freut mich sehr, euch darauf mitzunehmen. Vielen Dank.